Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und ich bin hier beim Gear Collector. Vielen Dank für die Einladung, es freut mich sehr. Wir sprechen heute unter anderem über ein paar Uhren aus seiner Sammlung und über die Autos, die hier stehen. Ich freue mich drauf. Let's go! Ja, wir fangen heute an. Ist tatsächlich ein bisschen ungewohnt. Man guckt immer in den Helm rein. Erstmal vielen Dank, dass wir hier sein können. Sehr gerne, sehr gerne. Wir schauen uns heute mal ein bisschen die Garage hier an. Es gibt ja immer so eine Verbindung zwischen Uhren und Auto. Das hast du auch schon gemerkt. Definitiv. Ich sehe auch, du hast auch schon eine Uhr am Handgelenk. Was für eine Bedeutung hast du zu so Uhren im Allgemeinen? Also ist das wichtig für dich oder ist eher nicht so wichtig? Nein, eigentlich nicht so wichtig. Also für mich ist eher das hier wichtig. Schön mit den richtigen Autos zu fahren, da einfach den Spaß dabei zu haben. Aber natürlich schaust du auch, wie jetzt zum Beispiel hier, McLaren Senna, gibt es ja auch eine passende Uhr, die recht schön ist, schwarz-blau. Ich weiß nicht, ob dir da was einfällt. Ach so, ja, stimmt. Ja. Deswegen. Aber klar, natürlich macht auf jeden Fall Spaß, eine schöne, elegante Uhr an der Hand zu haben. Aber für mich ist Hauptaugenmerk hier die Fahrzeuge. Man muss eine Sache festhalten, ne? Wir haben bei beiden, egal ob es ein Auto ist oder eine Uhr, ist halt so wie Handwerkskunst als solches, ne? Schon etwas Besonderes, dieses Traditionshandwerk. Wir können ja eigentlich mal beim ersten Auto anfangen. Du wirst während des Gesprächs im Übrigen merken, dass ich überhaupt keine Ahnung von Autos habe. Ja, perfekt, deswegen bist du ja jetzt da. Ich bring dir was bei und du kannst mir dann mehr über Uhren beibringen. Ja, genau, so machen wir es. Ja. Mit welchem Auto möchtest du gerne starten? Wo willst du denn starten? Willst du da hinten starten? Willst du da vorne starten? Also ich meine, da hinten wäre jetzt vielleicht sogar für dich was, da hinten der Traktor. Ja. Ist das ein besonderer Traktor eigentlich? Es ist ein Oldtimer-Traktor, ja. Aber kennst du die Werbung von Porsche? Porsche hat Werbung gemacht für dass sie halt alle Ersatzteile und so weiter haben. Ist der von Porsche oder? Nee, ist ein Güldner Traktor, aber viele denken immer, es wäre ein Porsche-Traktor, weil er auch rot ist. Ah, okay. Ist die günstige Version, deswegen. Aber fährst du mit dem auch manchmal rum? Ja, definitiv, klar. Okay. Klar. Sind auch schon zum McDonald's gefahren damit. Cool. Drive-In, perfekt dafür. Das ist auf jeden Fall mal was anderes, ja. Dann G-Klasse, darf natürlich auch nicht fehlen. So, aber das ist ein älteres Modell. Ja, ist der G55. Okay. Der schöne V8-Kompressor. Das ist perfekt für dich, da passt du perfekt rein, glaube ich. Ich hätte auf jeden Fall den passenden Anzug. Ist das also Formel 1 Auto? Nee, ist ein Formel 3. Formel 3, Genau. Okay. Damit bin ich früher viel gefahren und irgendwann dann umgestiegen auf die Rennversion vom Huracan, den Super Trofeo. Okay. Ist das für die Straße oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, das ist ein reiner Rennwagen. Also auch wenn du drinnen reinschaust, das ist halt, hat mit einem Straßen-Huracan nichts mehr zu tun. Ach, Tatsache. Ja. Und also fährst du noch aktiv Rennen oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, nur noch leidenschaftlich. Das ist für mich, aktiv fahren ist für mich nichts. Okay. Nichts. Das ist, wenn du von heute auf morgen sagen willst, ich möchte jetzt Porsche Cup fahren oder sonst irgendwas, sagst du, ja, ist kein Problem, wie viel musst du dafür hinlegen? Das ist halt für mich nicht so der richtige Sport. Ach so, okay. Ja, das ist wirklich so. Also wenn du sagst, ich möchte Formel 4 fahren, ich möchte Porsche Cup fahren oder sonst was, dann brauchst du deine Rennfahrerlizenz und dann musst du halt so und so viel Geld hinlegen. Das ist halt für mich kein aktiver Sport, sage ich. Und deswegen lieber das Ganze leidenschaftlich betreiben. Wart auf der Rennstrecke fährst du damit noch? Ja, klar, definitiv. Okay. Definitiv. Also bei Track Days auf jeden Fall. Ja, das hier, also habe ich zumindest gehört, ist so einer, der tatsächlich teuer, also der ist so ein bisschen teurer. Der ist ein bisschen teurer, genau. Ja, also Senna haben wir eben kurz drüber gesprochen. Den kann man wahrscheinlich auch nicht so einfach kaufen, ne? Da muss man. Genau. Es gibt ja nur 500 Stück weltweit und hier in dem spezielle MSO-Lackierung, also MSO. Für dich zur Erklärung, McLaren Special Operation ist nochmal eine Speziallackierung, das Ganze, auch dann in Glanzcarbon gehalten. Ja. Und eigentlich so für mich das Radikalste, was du mit Straßenzulassung bekommen kannst für die Rennstrecke. Fährst du damit auch in die Innenstadt oder? Unnötig. Ja. Okay. Unnötig, wozu? Dazu haben wir auch, oder hast du auch eine passende Uhr? Hast du als erstes die Uhr gekauft oder kam als erstes das Auto? Als erstes das Auto. Das erste das Auto, ja. Bei jetzt dem Thema der Batman ist ja, muss man sagen, eins der Modelle, was so, oder generell Rolex ist schon eine Uhr, welches ja so läuft quasi wie ein Traktor. Man kann alles mit der Uhr machen, sehr widerstandsfähig. Die Batman, also warum hast du dich für die Uhr entschieden? Also was feierst du an der Uhr? Ich finde es mega schön, erstens das Armband, das neue, und zweitens das Blau-Schwarz. Und hier ja, das ist eine perfekte Kombi dafür. Ist halt perfekte Kombi, ne? Generell so Rolex, ist es irgendwie so ein Thema, also ich bin schon immer ein Fan gewesen von den GMT-Uhren. Okay. Also für mich eigentlich Rolex und APD finde ich eigentlich so die schönsten Uhren, meiner Meinung nach. Jamil finde ich auch geil. Aber für mich, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber für mich, wenn ich eine Uhr trage, muss es für mich Gewicht haben. Es
Tatsache. Schwer sein, ja. Aber da gibt's auch Goldmodelle. Vielleicht ist da ja auch noch die eine oder andere. Ja, Richard Mille ist einfach, also für die Marke schlägt mein Herz. Ja. Ich liebe Richard Mille und das ist schon sehr spannend zu sehen. Und gerade jetzt die Kombination. Richard Mille hat ja auch eine neue Kooperation raus, da kommen wir gleich noch zu. Ferrari sind ja jetzt mit Richard Mille zusammen und da sind auch einige sehr, sehr spannende Projekte für die Zukunft und da freue ich mich schon drauf. Ne? Ja, da gab es ja damals hier auch die Senna-Uhr. Ja. 500 Stück gab es insgesamt. Ja, sehr schöne, auch sehr schöne Uhr, aber du hast nicht nur einen McLaren tatsächlich, du hast, also hier steht noch ein zweiter. Genau, hier kommt der nächste, McLaren P1, 375 Stück nur weltweit. Wieder viel Formel 1 Technik steckt da drinnen mit dem DRS E-Pass. Wir können mit dem Ding auch rein elektrisch fahren, theoretisch. Nee. Ja, 20 Kilometer, ist zwar jetzt nicht viel, aber okay. Für über 900 PS ist das schon ganz geil. Du musst überlegen, das Auto ist über 7 Jahre alt und letztens gefahren. 200 gewesen als ein Bugatti Chiron. Das ist halt schon wirklich eine Ansage, was McLaren da damals mit dem Auto rausgehauen hat. So, ich sag mal so, wie ist das für dich als Kunde? Für mich ist es halt spannend zu wissen, wenn ich jetzt zu einem Konzessionär gehe, ist immer sehr unangenehm. Keiner mag mich und so. Ne? Wie ist das jetzt, wenn du zum Beispiel zu McLaren gehst? Angenehmes Gespräch mit denen oder wie läuft das? Ist eigentlich recht entspannt. Okay. Ja, voll. Und solche Autos, aber also kann man die einfach bestellen? Oder? Nee, also es ist ja zum Beispiel auch, dass du jetzt ja den Senna bestellen konntest, da brauchst du schon ein paar andere McLaren-Modelle noch. Wenn wir dann jetzt gleich wieder weitergehen kommen noch ein paar andere. Ja. Aber ja, weil ich meine, hier gibt es nur 375 Stück weltweit, Senna nur 500, das ist halt sehr begehrt das Ganze. Damit du halt eben an so ein limitiertes Modell hinkommst, ist wahrscheinlich nichts anderes wie mit den Uhren. Sind wir wieder bei demselben Thema, ja. Uhren, Autos. Du musst natürlich erstmal hier ein paar Submariner kaufen, damit du dann an etwas Exklusiveres noch hinkommst, oder? Das wäre schön, wenn man eine Submariner zu kaufen. Selbst für die Submariner musst du erstmal ein paar Goldmodelle kaufen. Weißt du? Aber wie ist das mit dem Verkaufspreis und dem jetzt aktuellen Marktpreis? Also sind McLaren-Modelle, werden die auch über Liste gehandelt, oder? Das hier schon, ja. Andere McLaren-Modelle eher nicht. Mhm. Also hier auf jeden Fall. Wo ist aber war der Listenpreis? Hier war es ungefähr bei einer. Okay. Und bist mittlerweile so bei 1,5. Tatsache. Genau. Das ist nicht schlecht. Wenn wir jetzt die Marke tatsächlich switchen, hier ist es so, zumindest weiß ich das von mir aus, wenn man jetzt hier begehrte Modelle haben möchte, bei Ferrari ist so, da muss man schon eine Historie aufweisen. Ne? Die sagen zum Beispiel 12 Autos Mindestabnahme gewesen und sowas. Ne? Wie sieht das bei Ferrari aus? Wie ist so deine Beziehung zu der Marke? Sind auf jeden Fall immer noch ein paar Modelle da, wobei für mich immer mehr und mehr das Herz für McLaren schlägt. Von der Performance her, von der Wertstabilität ist Ferrari unschlagbar eigentlich, kann man fast sagen. Sobald die ein limitiertes Modell raushauen, ist das halt echt heftig. Hier Ferrari F40, ich meine, das Auto um 1989 um den Dreh. Ne? Stell dir mal vor, du fährst das Auto 89. Ja, aber da warst du der King. Und nach 10 Minuten Fahren kannst du mir glauben, da ist alles bei dir durchgeschwitzt. Nee. Ja, es ist halt so radikal zum Fahren und da wurden letztes Jahr andere Turbolader jetzt halt verbaut, andere Abgasanlage und ja, knapp 700 PS. Das ist halt schon eine richtige Ansage bei den Teils. Das hat 700 PS? Ja, genau. Ja. Nee. Also ich glaube, serienmäßig haben die Dinger so 450, knapp 500, je nachdem. Aber die Turbolader, der Motor, der packt so viel Leistung, das ist echt übel. Das ist ja schon sehr raw, ne? Hier drin ist ja nichts, ne? Und ich meine, du musst auch überlegen, so viele Autos sind schon abgebrannt und die ein oder anderen Leute sind in dem Auto verbrannt. Also das Auto hat schon eine sehr, sehr große Historie. Okay. Und sonst hier drüben geht es wieder weiter. Da geht es weiter, McLaren 675 LT Spider. Aber zum Beispiel jetzt nur für mich zum Verständnis, ne? Guck mal. Du hast dieses Auto, okay? Ja. Wo ist der Unterschied zu dem anderen Auto? Warum hast du das auch noch? Weil der ungefähr das 3-4-fache kostet. Ah, okay. Und das hier eigentlich mehr so Unikat ist. Ah, okay. Also hier gibt es auch nur 500 Stück davon, aber als der natürlich rausgekommen ist, andere Preisrange. Ne? Und für mich das geilste Auto, wenn es darum geht, nach Italien zu fahren oder sonst irgendwo hin. Hast ein Cabrio, kannst dein Dach aufmachen, hast hier mega viel Platz im Kofferraum. Und was die meisten Leute auch immer denken, dass so Supercars so viel verbrauchen. Stimmt nicht. Mit dem Ding fahre ich die unter 9 Liter. Nee. Ja. Was kostet das? Hier? Aktuell so im Gebrauchtmarkt? Boah, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich kann es dir echt nicht sagen. Ich glaube irgendwas so zwischen 300-400 um den Dreh. Okay. Also spannendes Auto, wenn du sagst, das ist... Also meinst du schon, das ist alltagstauglich? Ja, also voll. Also für mich definitiv. Für dich mit deiner Größe wird es ja wieder ein bisschen schwieriger, ne? Ah, okay. Mhm. Aber muss ich auch sagen, sehr, sehr gelungen, sieht sehr schön aus. Ist sowas eigentlich wartungsintensiv oder?
gar nicht so schlimm. Okay. Nee. Man denkt immer, das wäre sehr wartungsintensiv, aber ist es letzten Endes gar nicht so. Mercedes? C63 Black Series, Okay. also nochmal Sondermodell drauf. Brutale Sieht sehr Optik, aggressiv aus, breit, ne? fette Frittentheke, so wie es sein muss bei einem richtigen AMG. Ne? Ja, sehr, sehr cool, ja. Also ich meine, zudem auch, ich habe hier eine Uhr, die ist auch von dir natürlich, Stahlgold Daytona. Was hast du dir, also ich meine, wie kamst du zu dieser Uhr? Findest du eine schöne Uhr? Tatsächlich, Ja, ja? voll. Ich Also, trage die sehr, sehr oft. Ich mag das so gern, innen drinnen mit dem Schwarz. ja. Also für mich echt so eine Klassikeruhr. Allgemein hat halt Rolex da, oder generell diese Stahl-Gold-Modelle haben davon profitiert, dass der Markt für die Stahlmodelle auch nach oben gegangen ist, wenn man sich zurückerinnert. Diese Uhr jetzt, die wird dann ein bisschen älter, ne? Wahrscheinlich 2018 oder irgendwie sowas. Ja, oder? sogar noch älter, ja. Noch älter, ja, hat die neue Schließe schon. Sowas konnte man damals kaufen für 14.000 Euro, ne, im Gebrauchtmarkt. Das war halt einfach so. Heute sind die Stück für Stück nach oben gegangen. Nach wie vor Daytona, gerade die eingestellten Modelle, die etwas älteren, auch in Stahl, das Idealste, um Geld anzulegen. Wir haben jetzt aktuell einen kleinen Preissprung von 18.000 Euro in 6 Monaten auf 22 für das Stahlmodell. Und jeder, der da mal auf der Suche ist, ne, gerade wegen der Historie, die Daytona ist allgemein das beste Modell für die Geldanlage und ja, auf jeden Fall eine tolle Sache. Hast du denn irgendwie so zum Beispiel so Wünsche, zum Beispiel die in Platin, so wäre das ein Thema für dich? Vielleicht ist ja da eine da noch. Ach so, okay. Aber vielleicht zeige ich dir heute nicht alle Uhren, weißt du? Sehr gut, ja, dann sehen wir uns Vielleicht wieder. zeige ich dir auch nicht alle Autos. Ah, okay, ja, dann gucken wir mal. Vielleicht dann beim zweiten Mal, wenn du kannst, weißt du? Wir müssen uns ja langsam steigern. Richtig. Lamborghini darf nicht fehlen in so einer Sammlung, jetzt kommen ja noch ein paar davon. Warum hat das Auto seine Daseinsberechtigung? Aventador SV Roadster, 500 Stück nur und das, was da hinten sitzt, V12 Saugermotor. Sowas in der Richtung wird es halt Nie nicht wieder mehr geben. geben. Das stirbt halt immer mehr und mehr aus. Krass. Der Sound wird auch genial sein, ne? Also wie gesagt, ein Aventador, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, Ja. aber ein Aventador kann nichts. So. Aventador kann genau zwei Sachen und da kommt kein anderes Auto hin. Es ist das Aussehen Ja. und es ist der Sound. Und beim SVJ ist es wenigstens so, dass sich das Auto einigermaßen fahren lässt. Ja. Aber mit dem Getriebe und so weiter, du willst das nicht lange fahren, es ist auch nicht ultra schnell. Also wenn ich mit einem E63 da hinten, das ist mein Daily, kommen wir vielleicht später noch dazu, dann bin ich schneller dann damit. Aber das ist dir egal, sobald du im Aventador drinnen sitzt, weil dir geht es rein nur um die Emotionen Wenn du damit fährst und und so, ne? das Auftreten. Und das jetzt der Sauger, ist hier das dann was anderes, oder? Nee, das ist dasselbe, der ist nur in Orange. Also es ist halt, Also. genau. Ja, aber muss man sagen, schönes Orange, ne? Also Ja, das ist halt so schwierig, sich entscheiden zu können. entscheiden, weißt ja, ja. Aber Orange ist, sagst du, auch schon so eine Farbe, die du auch gut findest, ne? Also, du? Ja, definitiv. weil wenn wir jetzt zum nächsten gehen, da ist, Ja, wir kommen jetzt da so ein bisschen entlang. also, Das hier ist dasselbe wie der rote, nur dass der rote Spider ist und das ist das Coupé. so. Verstehst du? Ja, okay. Reden wir auch wieder von 500 Stück. Ja, also du heißt ja auch Kollektor, ne? Also es geht ja meistens auch ums Sammeln, Das ne? ist ja, weißt du, wie mit den Uhren, da gibt es eine Edelstahlversion in schwarz, Stimmt, in da weiß. könnte auch jemand zu mir sagen, warum kaufst du, ne? Ja, stimmt eigentlich auch, ja, wenn er sagt, du hast einen Daytona, hast du einen Daytona. Genau. Stimmt eigentlich, ne? Ja. Muss man sagen. Ja, zum nächsten ist auch eine Farbe Orange, BMW M-Power. Empower. Der ist auch mehr für den Track gedacht, oder? M3 GTS, 135 Stück weltweit. Nee, so selten. Ja. Bei uns ist es auch so zum Beispiel, wir haben jetzt hier Chassis Nummer 11. Ja. Und generell bei den ganzen BMW-Modellen haben wir Nummer 11 und bei McLaren zum Beispiel Chassis Nummer 150. Also P1 Nummer 150, Senna Nummer 150, 675, 150. Das ist schön, das ist eine schöne Geschichte. Der Cool. jüngere M4 GTS, Wow. 700 Stück. Stark. Auch sehr schön. Sehr schönes Auto in Silber. Aber jetzt kommen wir zu dem Highlight immer. Genau, das absolute Highlight für dich heute. Ja. Rennsemmel. 4500, ja, das ist die Renny Rennsemmel und vor allem, was auch bei einem 4500 nicht fehlen darf, sowas darf natürlich nicht fehlen, ne? Aber das fährst du es manchmal, oder? Logisch, natürlich. Ey, das ist Ja. Das ist mega. Sehr, sehr cooles Auto. Ich glaube, da kriegst du auch gutes Feedback. Und da gibt es ja nochmal. Genau, BMW Isetta. Ja, ich steigt man vorne ein. Genau, Das da macht hast hier du auch. vorne dann das Lenkrad. Cool. Sehr schön, sowas zu sehen. Ja, hier als nächstes von BMW Z8, auch sehr seltenes Auto. Ja, im James Bond Spec das Ganze. Klassiker einfach. Ja. Weil- Apropos Klassiker, bei dir am Handgelenk aktuell AP Royal Oak Chrono, aber das neue Modell. Ja.
mit dem blauen Ziffernblatt. Ja. Audemars Piguet ist da mit der Marke aus, also es ist natürlich ein bisschen anfälliger, muss man sagen, als Rolex. Machen deutlich weniger Uhren für die Welt, nur 40.000 Uhren, schon auch nochmal geringer. Was findest du an so einem Modell beispielsweise interessant? Ganze Look. Ich finde es halt, die Uhr finde ich nicht zu auffällig und finde ich einfach mega schön. Okay. Also das ist für mich und auch vor allem hier im Blau das Ganze gehalten dann. Auch halt das beliebteste, ne? Ja. Also blaues Ziffernblatt Boutique Only, ja, absoluter Klassiker, auch im Preis sehr stark gestiegen. Ich kann mich noch erinnern, also exakt diese Uhr, die lagen so bei 22.000 Euro und mittlerweile sind die hochgegangen auf, glaube ich, aktuell oder so. Ja, genau, habe ich letztens mal geschaut, so 50, über 50 mittlerweile. Wahnsinn. Schon heftig. Aber du darfst eine Sache nicht vergessen. Wenn du jetzt sagst, okay, 50.000 Euro ist vielleicht viel Geld, aber denk mal bitte an die 5980 Nautilus, die aktuell liegt bei 110 und es ist die gleiche Uhr. Ja. Also von daher, bei AP werden wir noch einiges sehen. Ich zum Beispiel selber, was hältst du von der Nautilus? Finde ich schön. Ja? Ich finde die Audemars schöner. Ich finde es jünger, dynamischer, kantiger. Deswegen, also für mich kann ich damit noch nichts anfangen. Für mich ist AP definitiv, würde ich auf jeden Fall bevorzugen. Ja, und hier als nächstes, das ist schon ein etwas älteres Modell. Das ist ein etwas älteres Modell, da steht normalerweise was anderes da. Normalerweise steht da ein M3 CRT Carbon Racing Technologies. Das limitierteste Auto von hier gibt es nur 67 Stück. Wow. Der ist aber jetzt gerade beim Service. Okay. Dachte ich mir, stelle ich hier den 1er M hin. Aber gibt es noch mehr Autos als das, was hier steht? Ja, könnte möglich sein, dass vielleicht noch irgendwo noch eine andere Halle ist. Mit den Autos, mal Wahnsinn. Das hier, vielleicht zeige ich dir da dann nochmal andere. Genau, das wäre doch eine gute Idee. Das ist SLS, ne? Nee, SLR. SLR, sorry. SLR 722, ja. 150 Stück weltweit. Ja, ist ein ganz besonderes Auto. Ich erinnere mich noch damals bei meinem ersten richtigen Job, wo ich Geld verdient habe, so die sagen wir mal, Milliardäre, die eingekauft haben. Jeder hatte so ein Auto immer in der Garage auch. Tolles Auto und sehr extrovertiert. Ne? Aber es gibt noch eins seltener, ne? Wenn wir jetzt hier rübergehen. Genau, da kam dann der sogenannte SLR Sterling Moss, bedeutet keine Scheibe hier vorne. Ja. Gibt nur 75 Stück weltweit. Also mittlerweile auch nicht mehr, weil der ein oder andere, also einer wurde zum Beispiel geklaut. Ah, okay. Und den wollten sie dann verkaufen, haben aber gemerkt, oh shit, es gibt ja nur 75 Stück davon. Wie können wir jetzt das Ding verkaufen? Also was haben sie gemacht? Sie haben das Ding, aufs Feld gefahren und haben das Ding in Brand gesetzt. Nein. Was kostet so ein Auto aktuell am Markt? Also ich glaube, du warst damals so bei 800 und ja, mittlerweile bist du bei 3,5. 3,5. So um den Dreh. Krass. Ästhetisch ist natürlich Traum, ne? Traumauto. Wow. Ja, definitiv. Apropos Ästhetik, zu dem Thema, wir beide haben etwas gemeinsam, also in deiner Sammlung sowie in meiner Sammlung auch, und zwar die Royal Oak Skeleton Double Balance. Ich habe die damals vor meiner Hochzeit damals, 2017, wollte ich die unbedingt haben und war bei einem Konzessionär die ganze Zeit, versucht und so weiter, hat es natürlich nicht funktioniert. Das ist eine ganz besondere Uhr, die 2 Unruhen hat, also 2 Herzen, die übereinander schlagen und durch die Resonanz springen die aufeinander ein und die Uhr geht etwas genauer. Ganz tolles Modell in Stahl, wurde immer so gehandelt, also für um die, sagen wir mal, 60.000 Euro. Jetzt ist es sprungartig auf 160.000 Euro nach oben gegangen, aber ich kann euch allen versprechen, dass diese Uhr auch die 200 noch zeitnah knacken wird. Das ist pure Kunst. Wenn ich diese Uhr sehe, ich liebe diese Uhr. Es ist eine traumhaft schöne Uhr. Ne? Voll. Also trägst du die oft oder? Ja, schon gelegentlich. Aber ich finde es schön, wie du die immer so hinten so rausziehst aus der Tasche, also wenn du da noch ein paar andere da hast. Ja. Perfekt, du kannst mir gerne ein paar da lassen, das ist kein Problem. Okay. Ja, vor allem das Lustige ist, wenn du mal reinschaust, du hast die Zeiger aus Roségold, die Brücke aus Gelbgold, das sind halt alle so drin untergebracht, also sehr, sehr cooles Auto. Und da sind wir auch beim Thema Gold. Jetzt ist natürlich also Porsche, das schlägt mein Herz vor, seitdem ich denken kann. Mein Vater hatte immer aus meinem Geburtsjahr einen Targa und von daher, ich bin quasi aufgewachsen in dem Auto. Und das ist wirklich so Porsche, gerade jetzt Porsche Dortmund auch, da habe ich einfach die Nähe zu. Das jetzt der GT3 RS sieht natürlich auch mit der Folierung, mit deinem Helm aus. Ne? Sag mir mal bitte, wenn wir jetzt die Seite uns angeschaut haben, was sagst du zu Porsche? Für mich eigentlich kannst du fast sagen, das perfekte Auto. Nein, es ist so, weil wir zum Beispiel mit dem McLaren, die Dinger sind performancemäßig brutal, sogar brutaler. Nur die Frage ist immer, wie lang funktioniert das? Wie oft funktioniert das? Weil zum Beispiel mit McLaren, wenn es da recht warm ist auf der Rennstrecke, dann nimmt er dir die Leistung weg, weil es ein Turbomotor ist. Ah, okay. Hier habe ich einen reinen Saugermotor und ich meine, ich habe auf dem Ding jetzt mittlerweile 15.000 Kilometer drauf. Fast nur Rennstrecke. Stark, okay. Fast nur Rennstrecke. Das funktioniert und funktioniert. Also muss man sagen, das Auto ist schon... Also ist auch keine Straßenzulassung, also hast du nicht auf der Straße, ne? Ja, doch, hat Straßenzulassung. Mit dem vorne? Kann man das so dunkel? Kann ich das auch so dunkel machen? Ne? Und du kannst es ja gerne mal probieren. Dann schauen wir mal, wie weit du kommst.
Schön Düsseldorf entlangfahren. Hier habe ich mal gesehen, dass du auch diesen goldenen Auspuff hast, ne? Ja, genau. Es ist halt pure Perfektion, es passt halt einfach alles. Also das hier ist so einer der Autos, ne? Also ich hoffe, dass ich irgendwann auch einen GT2 RS habe. Das ist wirklich ein Traum. Halt ein absolutes Monster. Nochmal anders, komplett anders zum GT3 RS. Ja? Das hier ist richtig geil und sauber und schön zum Fahren. Das hier ist ein pures Biest. Ja. Fahren ist. Wurde noch hier die ein oder andere Veränderung vorgenommen. Was hast du gemacht? Das ist das ganze Weißer-Paket. Ich meine jetzt zum Beispiel die Lackierung. Es gibt nur drei Fahrzeuge in der Lackierung weltweit. Aber vom Porsche so? Vom Porsche so, genau. Konnte man das stellen? Das ist dieses Paint to Sample. Ah, okay. Genau. Und das kannst du nicht so direkt bestellen. Da ist ja Porsche immer sehr penibel, was Genau. Und ja, ein bisschen Software, ein bisschen was an der Leistung gemacht. Mehr. Was sagst du zu den neue GT3 und GT3 RS, der neue? Geiles Teil, auch mit dem Heckflügel und so, da war ich am Anfang ein bisschen skeptisch. Aber mittlerweile finde ich es echt geil. Nur die Frage ist, wie wird das Ding klingen? Ja. Im Vergleich jetzt zum 991 GT3. Also vom Sound her sagst du, das ist auf jeden Fall top. Definitiv, weil ich meine, du musst dir überlegen, wir haben ja beim neuen jetzt den OPF, also diesen Otto-Partikelfilter, und das macht das Ganze natürlich deutlich leiser. Die Hersteller müssen es machen, es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Damit haben wir eben dich nochmal gesehen, SVJ, ne? Genau, aber in der neue SVJ. Sieht aus wie ein Spaceship. Sagst du, ist ideale Wagen für lange Strecken, ne? Ja, es ist das perfekte Auto für lange Strecken, also total gemütlich damit, schön 1000 Kilometer am Stück zu fahren. Ja. Perfekt auch für dich, weißt, weil mit deiner Größe hast du einen Haufen Platz. Also länger als eine halbe Stunde willst du damit nicht fahren. Pure Emotion, geiler Look. Was sagst du denn bei mir? Wir haben ein bisschen jetzt mal so gequatscht und so weiter. Was sagst du bei mir? Was könnte ich für ein Auto, was für ein Auto siehst du bei mir? Siehst du bei mir ein McLaren? Also ich könnte bei dir eine McLaren sehen. Warte mal, willst du eher was Sportwagen oder willst du was? Mir egal. Also für Alltag habe ich genug. Also ich glaube, zu dir könnte passen entweder McLaren, Porsche oder, was ich mir auch gut vorstellen könnte, nicht falsch verstehen mit deinem Alter oder so, Bentley. Ja, Bentley fühle ich auch schon. Ja, doch, sehe ich auch schon. Aber zum Beispiel Ferrari, was sagst du dazu? Ja, ich weiß. Nee? Ferrari, bei dir glaube ich jetzt eher nicht. Okay, das ist auch gut zu wissen. Ne? Also Bentley finde ich auch schön, muss man sagen tatsächlich. Ja, Continental GT, Ja. schön in dem Anzug, Ja. ne? Perfekt. Und also hier sind wir, das hier ist auch deine Jugend gewesen, hast du eben Genau, schon das gesagt. ist meine Jugend noch gewesen. Das ist auch cool. Damit bist du dann über die Piste geheizt. Richtig, genau. Und das hier ist dann für Oldtimer-Rennen? Genau, damit sind wir schon die legendäre Mille Miglia gefahren. Ja, das ist übrigens, neue M3, M4 hast du ja schon die Front gesehen, oder? Ja. Genau, weil sich viele darüber aufgeregt haben, aber schauen wir mal. Hier, Das war die Inspiration. 1937 Baujahr und daher kam das. So ist es bei Uhren im Übrigen auch. Wenn man in die Vergangenheit guckt, sieht man dann auch, woher die ganzen Sachen kommen. Ne? Gerade Datejust mit dem roten Datum war auch schon 1950, hatten die schon ein rotes Datum. Ist auch egal. Auf jeden Fall kannst du sehen. Ne? Und das hier sind das beide gleichen? Oder? das sind genau, die sind eigentlich gleich. Erst nochmal von der Historie ein bisschen höher, weil es war einer von 50 Stück, der am Nürburgring beim Rennen mitgefahren ist. Also es ist nochmal eine andere Historie und hier in weiß das Ganze gehalten. Ist sowas teuer? Ist das ein teures Auto? Oder? Ja, du musst überlegen, du warst früher bei um die 12.000 Reichsmark noch. Ne? Mal ganz aktuell im Übrigen. Ja. Also hat jemand kurz so einen Rechner, Berufsrechnen, Reichsmark in Euro. Ja? Also rechne mal schnell um, du. Ja. Okay. Ja, und mittlerweile bist du so, kommt immer darauf an, ne? Aber so zwischen 2, 2,5, sowas. Doch schon so viel. Bist du mittlerweile bei einem 328er dabei. Ja, super krass. Also wirklich sehr, sehr schön. Könnte dir auch stehen, sowas. Ja, doch, sehe ich also, auch. Ja. Damit Düsseldorf als Daily kann man damit auch fahren, das ist kein Problem. Gepäck hast du hinten auch, hast du einen Kofferraum. Da kannst du auch dann deine Uhren transportieren, weißt du? Also, da machst du hier einfach dann auf, ne? Und dann hast du da ohne Probleme den Platz. Okay. Kannst du hier deine Uhren einladen. Also das muss ich sagen. Also. So, ist hier im Auto, grüß Gott. Also siehst du, haben wir ein neues Auto für dich gefunden. Ja, genau. Oder? Der ist schon wirklich sehr, sehr schön. Wenn wir jetzt zum Ende des Videos bei Uhren, gibt es da irgendwas, was du dir noch wünschen würdest? Oder gibt es eine Uhr, die du jagst oder wo du sagst, da hätte ich schon Bock drauf, irgendwann mal sowas am Handgelenk zu tragen? Ganz ehrlich, es gibt schon so ein paar Favoriten. Ich finde diese neue, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, diese Daytona mit dem Gummiarmband. Oysterflex, ja? Ja, genau. Und das hat innen drinnen dieses neue Ziffernblatt. Meteorit. In Weißgold, genau richtig. Ja. Hast du die schon mal gesehen? Ja, also Meteoritblatt entsteht, da gab es ja schon früher mal.
Also Okay. die Daytona wurde schon mal 2000, ich weiß, ich erinnere mich gar nicht, 2005 oder so, hatten die schon mal so eine Serie mit einem Racing-Dial und Meteorit rausgebracht. Jetzt gab es dann wieder die Re-Edition davon. Ist ein sehr spannendes Material als solches und habe ich auch immer gut verkauft. Ne? Aber so RM oder Patek oder so, Ja, Patek wäre schon auch, aber da bin ich dann immer noch, wo ich sage, die Dings ziehst du vor. Okay, gut zu wissen. Ja, aber wirklich vielen, vielen Dank, dass du uns hier rumgeführt hast. Sowas sieht man sehr selten. Und man merkt auch, dass also hier halt, sag ich mal, egal wo man hinguckt, bei diesen Sachen, die hier hinten, diese Banner, die hier hängen, ist sehr liebevoll einfach. Ne? Danke dir. Also ich freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Und tolle Sammlung, tolle Garage. Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute.